Guten Morgen, liebe Freunde des K-Pops und dieses wunderbaren Formats Pro vs. Con, wo ich als vermeintlicher Produzent, deswegen Pro, und Dana als vermeintlicher Konsument, deswegen Consumer. Yes, als Consumer hier sitzt und wir die Musikvideos uns zusammen anschauen und bewerten. Ich da dann auch immer wieder mal so Analysen hier starte, was vielleicht Besonderheiten sind in den Videos, was man vielleicht gut raushört oder nicht so gut raushört und ich das dann vielleicht eben nochmal benennen kann, damit es euch auffällt. Auch wenn ihr die Songs schon kennt. Da ist mir auch aufgefallen, sehr viele schreiben, ich habe den Song schon so oft gehört und sonst irgendwie, aber das, was du da gesagt hast, ist mir noch nie aufgefallen und so weiter. Und genau das freut mich halt, weil genau das quasi habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass ihr tatsächlich Musik nochmal mit anderen Ohren hört und euch da nochmal ein bisschen mehr, so ein Feingefühl einfach bekommt für Musik, wie viel Arbeit da tatsächlich dahinter steckt und mit was man da arbeiten kann und so weiter und so weiter. Und zusätzlich hat Dana hier dann aber auch noch nicht nur die Funktion des Konsumenten, sondern kennt sich eben auch sehr gut aus mit Fashion und hat das sogar studiert. Also ist sie hier auch die Fashionista und kann hier quasi dann auch gerne mal irgendwelche Sachen bewerten und benennen, was hier die Jungs und Mädels hier gerne mal anhaben. Ich versuche es zumindest. Ja, und beautymäßig kann sie da auch immer einiges immer noch rausfinden und besonders benennen. Und ansonsten genießen wir auch einfach nur die Musik, die ihr uns hier vorschlagt vor allen Dingen. Und heute dann eben haben wir was von Pentagon mit Shine. Habt ihr auch schon super, super oft angefragt. Wir haben uns auch vorher endlich mal wieder ein bisschen informiert. Also wir wissen, Pentagon ist eine Boyband. Abgekürzt wird sie PTG. Sie besteht aus 9 Membern. Es waren ursprünglich eigentlich mal 10. Sind bei Cube Entertainment und wurden so eingeführt, sag ich mal, durch so eine Survival-Show, nennt sich das, glaube ich, bei Mnet. Ja. Einiges an Infos. Das ist alles, was ich vorher extra gelernt habe für euch. Damit ihr stolz auf mich sein könnt. Yay! Okay, super. Dann hören wir mal rein und sind gespannt. Oh, cool. Klavier, ne? Oh, Guccito. 나는 뭐랄까 아주 오래전부터 너를 좋아했었다고 지금 말한다면 뭐가 달라질까요 달라질 게 없는 맘을 가진 너는 마치 뿌리 깊은 나무 같아서 신이 곱게 빚은 Cool, ey, richtig smooth. Ist ja geil, dass hier tatsächlich nur sehr minimalistisch angefangen wird mit diesem Klavier, das hier die Akkorde setzt und damit dann auch gleichzeitig die Harmonie des ganzen Tracks und dann aber auch da drauf nur erstmal die Vocals starten und dann so ein bisschen Percussion dazu kommt, die ja auch sehr minimalistisch erstmal nur ist. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Aber auch geil, wie so die Choreografie auf die Musik dann abgestimmt ist. Wer anfängt erst, wo man nur das Klavier hört, so mit dem Finger und dann fangen die so richtig an, zu der Musik zu tanzen. Das ist wirklich zu den Tönen, zu den Instrumenten, die kommen, passt. Ja, eine gute Choreo sollte das ja immer irgendwie haben, aber da fällt es für mich gerade besonders auf, genau. Auf jeden Fall. 한 송이의 flower 사라지지 마 달라지지 마 내가 너를 좋아해도 nobody knows 다른 여자를 봐도 nobody's like you 용기가 없어서 I'm sorry 더 많고 비웃어 그래 나는 널 사랑하는 찌질이 그래 나는 머저리 난 너한테는 거머리 겉절이 이 세상 너 하나면 돼 Baby I'm only yours I'm only yours oh no 나나나나나나 결국에 난 내 사랑 앞에선 내 찌질이 나는 뭐 Oh, wie cute. Süß. Also eins kann man definitiv direkt sagen, die Boys hinterlassen hier definitiv einen sehr cuten Eindruck auf jeden Fall. Voll. Sehr, sehr cool. Also auch mehrstimmig hier sehr stark unterwegs, dass sie dann wirklich in mehreren Tönen da die Melodie singen. Hier gerade in diesem Pre-Chorus-Part hat man ja sehr stark und sehr deutlich auch rausgehört, denke ich. Muss ich nicht nochmal separat benennen. Aber auch, wir haben ja die Hook schon gehört. Auch, sehr, sehr eingängig, oder? Ja, macht voll Spaß zu hören. Auch gerade finde ich die Akkorde, die ja doch immer sehr hervorstechen mit dem Klavier, gibt ihm sowas Spielerisches.
Helmut Lang. Die haben- Burberry, Gucci. Ja, die haben auch wieder einiges. Alles dabei. Hier dann die Nike-Schuhe, die Converse, ne, Ja. wahrscheinlich. Ich habe aber auch in dem einen Shot, wo die dann im Klassenzimmer saßen, glaube ich, hatten die sehr, sehr, sehr krasse Schuhmodelle da teilweise an. Also was so klassenzimmermäßig aussah hier vorne. Oh, Balenciaga. Die Triple S, ne, ja. Sind das die Nike Air Max, die 97, Ja, auf jeden Fall. 96? Irgend sowas, ja. Da auch wieder die Chucks, da nochmal Balenciaga. Also einiges am Start hier an Schuhen. Ja. Die kosten ja auch schon irgendwie so 400-500, ne? Resell. Mal 2. Echt? Ja, die kosten 895. Okay. Alles klar. Also ein Schuh kostet 400. Das ist richtig, ja. Okay, alles klar. Gut, dann. Da war auch das Polohemd von Balenciaga. Sorry, das rote hier. Okay. Das ist von Balenciaga? Ja, da war das Balenciaga-Logo drauf mit dieser Welle. Okay. Ja, jetzt hier ist ja auch. Ja, Hier okay. wieder Gucci-Shirt. Der andere hatte vorher auch so ein Gucci-Seidentuch um den Hals gebunden. Also nicht schlecht, was man da so sieht. Ja, definitiv. So, hören wir mal weiter. 내 지질이 나는 뭐랄까 아직도 많이 좋아할 것 같아 왜 대체 말을 못할까 기죽은 어린애 같다 다른 사람 만나지만 내 가슴 무너지게 그러지 마요 빈틈없는 그대에게 난 무리일까요 텅 빈 맘은 공터인데 머릿속은 터지네 맘 언제 이렇게 돼버렸나요 Halt sehr schön hier, ne, wenn gerade solche Parts, wo auch so halb gesungen, halb gerappt ist, dann auch mehrstimmig hier am Start sind, das wirkt irgendwie dann nochmal viel harmonischer, weil ihr natürlich dann direkt die Melodie in der harmonischen Tonlage dann dazu singt. Das ist wirklich, geht dann nochmal sehr schön auf, vor allen Dingen, weil die es im Mix dann natürlich auch sehr stark rechts und links verteilen im Stereo-Panning. Das könnt ihr am besten hören mit den Kopfhörern. Müssen nicht diese sein, aber guckt trotzdem mal, wenn ihr Referenz-Studio-Kopfhörer haben wollt, die sind unten verlinkt auf jeden Fall. Das klingt wunderbar, also echt schön. 그대에게 난 무리일까요 텅 빈 맘은 공터인데 머릿속은 터지네 맘 언제 이렇게 돼버렸나요 Richtig kraftvoll, mit Ja. Druck so dahinter. Aber ich finde es auch gut, die mehrstimmigen Parts sind nicht komplett darunter, ne? Es nur so am Ende hindern oder so Genau, stellenweise. es ist sogar so, dass bei diesem Part, dass er erstmal eine andere Harmonie singt und dann eine andere. Also es sind zwei Harmonien, die hier gesungen werden. Vorher der Part ist gar keine drin. Also ist dann schon immer so ein Wechsel drin und auch ein Aufbau. Also sehr, sehr, sehr schön gestaltet auf jeden Fall. 내가 너를 좋아해도 nobody knows 다른 여자를 봐도 nobody's like you 용기가 없어서 I'm sorry 전화만 비웠어 그래 나는 널 사랑하는 찌질이 머저리 난 너한테는 거머리 헛다리 이 세상 넌 Ich bin Das ist ja eigentlich wie so, also das von Burberry wieder. Die haben sau viel von Burberry an, ja. auch die Krawatte und so, jetzt die Cap und hier diese Weste. Ich dachte erst, Ist die es aber wäre so ein zerschnitten Trend. oder ist die so? Ich weiß nicht, ob das Sieht fast wirklich aus, als so ob das ist, weil aber- es sieht auch so geknotet aus, oder? Oder ob es von einem Trenchcoat zerschnitten ist oder so. Nee, das ist ja voller dünner Stoff. Nee, das ist ein Tuch. Das ist ein Tuch, krass. Das ist ein Tuch. Ach, witzig. Geil, aber so einen Trenchcoat haben die jetzt mittlerweile auch in echt 2-3 Modelle. Ne? Ich habe letztens auf die Seite geguckt für Recherchezwecke. Aha, ja. Geil, die machen auch, obwohl es ja eigentlich so ein traditionelles, klassisches Teil ist bei denen, haben die das richtig geupdatet und so Street-Style-mäßig Ja, einfach aufgewertet. durch diesen Graffiti, ne? Sieht Ja. das so ein bisschen Street-Style-mäßig Ja. aus. Das ist schon sehr cool auf jeden Fall. Hier ist jetzt instrumentaltechnisch nochmal was dazugekommen. 머저리 난 너한테는 거머리 헛다리 이 세상 넌 Also wir haben noch mal so eine Akustikgitarre dazu, die hier tatsächlich noch spielt. Ich weiß nicht, wie deutlich man die hört. Also die ist schon ein Mix. Die musst du mir nochmal zeigen, bitte. Relativ weit hinten, aber sie ist auf jeden Fall da.
Und die Akkorde, die vorher durchs Klavier gespielt werden, haben jetzt auch nochmal mehr Druck bekommen, weil ein anderes Instrument drüber gelayert wurde, also drüber gelegt wurde, das genau das gleiche spielt, was so ein bisschen Brass-Section-mäßig klingt, also Bläser-Sektion, so ungefähr, aber es werden dann wahrscheinlich synthetische sein. Ich muss nochmal genau reinhören. Hörst du die Gitarren nicht? Nee. Ja, die sind wirklich sehr, sehr... Versuch's aber. Hier, die Tasche ist... 03210. Relativ weit im Hintergrund tatsächlich. Also es ist so ein klassisch wirklich ein String, Akustik-String wahrscheinlich. Vielleicht sogar Steel-Strings, also Stahlsaiten, und der spielt so ein Ding. Also der spielt genau die Akkorde, aber bringt da irgendwie nochmal mehr Schwung rein. Sehr cool auf jeden Fall. Sorry. Ja, das füllt das Ganze halt irgendwie nochmal ein bisschen mehr. Was wolltest du sagen? Der trägt eine Louis Vuitton Jeans mit dem All-Over Dings halt, ne? Print? Monogramm, ja. Monogramm, wie viel kostet die Hose? Also, auch das ist die mit Supreme, ne? Ah, die krass. Jeansjacke davon kostet, glaube ich, 4.500 oder so. What? Oh mein Gott. Ja, also die Hose bestimmt auch 2.000, 3.000. Diese Kollabo war richtig teuer und gefragt. Die hatten ja auch diese Koffer mit Supreme, auch extra so ein Skateboard-Koffer. Ah ja, also, genau. das war Hab ich heftig. Einige Posts schon auf Instagram gesehen. Vielleicht auch mal ein guter Hint an euch, dass ihr uns und mir jetzt vor allem, das steht mein Name da, auch mal auf Instagram noch folgen könnt. Da ist einiges los. Wir sind 12.700 Leute. Vielleicht schaffen wir diesen Monat noch auf jeden Fall die 13.000. Ne? Seid ihr mal ein bisschen fleißig unterwegs. Ich bin immer so ein bisschen gescheut, viele Stories zu machen und so weiter, weil ich denke, ja, so viele Leute folgen mir ja gar Aber nicht. das Ding ist, wenn ihr fleißig werdet und ihm folgt und ihn so belästigt, dann wird er auch wieder fleißiger, weil er sich dann so unter Druck gesetzt fühlt. So, jetzt kommen wieder viele, jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich dir was zeigen und so. Ja, es war zwischenzeitlich wirklich so, weil da echt so viele dazu kamen und mir geschrieben haben und so weiter und ich das halt gesehen habe und dann dachte ich, okay, dann muss man das auch wieder mit mehr Content einfach befüllen und immer alles festhalten, was man macht. Und sonst tue ich das immer so ab, so ja, guckt ja eh keiner und interessiert ja eh keinen und naja. Also wie gesagt, folgt uns beiden auch gerne auf Instagram, Dana ist unten auch verlinkt und wir hören mal weiter. Witzig, Vitalis, Alter. Dr. Oetker. Aber da steht dieser andere Name, ne? Oder steht da Dr. Oetker? Da steht nicht Dr. Oetker, da steht der andere Name, den die im Ausland benutzen. Haben. Ja, wie heißt denn der? Doch, steht Dr. Oetker. Krass. Okay. Aber der Knusperpop Müsli steht auch auf Deutsch drauf. Witzig. Interessant. Die gibt's bei uns aber nicht, oder? Hey, nee, ich glaub nicht. So eine Kellogg's Box haben wir auch. Haben wir auch zu Hause stehen. So. 네가 나의 주복이돼 보고만 있어도 힘이 나네 이 하늘에 빛이 나네 내 맘이 너에게 닿기를 바래 말하지 않아도 no 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 언제나 내 맘은 no 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 아름다운 그대와 걸어가고 싶어 Everybody knows 한 가지 말할게 있어 Listen to my heart Also es war echt ein cooler Part, ja, eben auch nur auf das Klavier. no 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 언제나 내 맘은 no 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 아름다운 그대와 걸어가고 싶어 Das auch so ein bisschen Variation hatte, wie die Akkorde da gespielt werden. Sehr, sehr schön auf jeden so was Fall. richtig Interessantes in der Stimme. Richtig tief, Alter, krass. 그대와 걸어가고 싶어 Everybody knows 한 가지 말할게 있어 Listen to my heart 난 네 앞에 서면 떨려 그래 love you love you love you like you like you like you 너를 사랑해 Ah, schön. Wow. 널 사랑하는 찌질이 그래 나는 머저리 난 너한테 반절이 이 세상 너 하나면 돼 Everybody say 나 너와 나 My baby 눈을 감아 뭐 할까 구구각각 걸었어 이제야 난 내 사랑 앞에선 내 빛나리 Schönes Ende auch. Waren echt nochmal so 3 Stellen, die ich sehr interessant fand. Hier dieser Aufbau, ne, da war die Akkordfolge, die Chord Progression sich da nochmal ändert und das so einen richtig schönen Aufbau macht, der
ja, der einfach so eine Erwartungshaltung beim Zuhörer dann aufbaut. Noch mit so einem ganz kurzen kleinen Riser hinten drin, der so und die hinten raus singen. Echt cool. Und diesen Akkord muss man auflösen. Wenn man jetzt hier aufhören würde, dann hätte man nämlich innerlich dieses Gefühl so, irgendwas muss da jetzt noch kommen. Und das ist dann eben sehr schön, da hier eine Pause dann zu machen, weil man wartet. Und sobald dieser Akkord dann nämlich kommt, der das Ganze auflöst, geht dieser selbe Akkord, den wir vorher schon einige Male gehört haben, hat einfach nochmal einen ganz anderen Effekt. Auch hier diese Adlib komplett in der Kopfstimme. Ich mach's jetzt nicht vor. Ja, schön. Ja, sehr, sehr schön. Wahnsinn. Schönes Ende hier auch. Da war noch so ein kurzer... da hört man auch genau, dass es eine Bläsersektion tatsächlich doch ist, weil die nämlich vorher so ein Reingleiten machen. So ein genau hier. Ja. Du. Schöne Nummer, Alter. Macht richtig Spaß, gute Laune. Cooles Ding hast du ja wieder rausgesucht. Und danke für die Vorschläge wieder an die Community. Wie ihr seht, wir gehen ja auf alles ein. Es braucht vielleicht immer nur ein bisschen Zeit, weil wir natürlich immer nur ein Video am Tag Ja, und wir gucken ja auch immer nach den neuen Releases, weil es ja auch für viele interessant ist und da wieder Fragen kommen. Deswegen versuchen wir da so ein Gleichgewicht zu halten. Genau. Also wie ihr seht, da kommt alles mal dran. Jede Gruppe ist hier herzlich willkommen bei uns. Wir kennen da keine irgendwie unnötigen Bevorzugnisse. Naja, ihr wisst, was ich meine. Wir checken alles mal ab. Wir checken wirklich alles mal ab, weil wir auf alles da Bock haben und wir auch immer wieder irgendwas Neues, Cooles, Frisches entdecken, muss man sagen. Und jeder hat dann doch seinen eigenen Stil, so eine eigene Note nochmal drin. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und wir hatten ja auch jetzt die Tage Sonmi gemacht. Und da hat jemand auch, einige haben geschrieben, dass die Nummer produziert wurde von Teddy Park. Der von Blackpink. Genau, der Blackpink-Produzent, da hat auch jemand geschrieben, der war sich nicht ganz sicher von Zuschauern, dass die Nummer wahrscheinlich sogar für Blackpink produziert war, ursprünglich geschrieben war, aber Sunmi den eben bekommen hat. Aber da kann man dann auch sehen, ich glaube, wenn Blackpink den Song gemacht hat, wie hieß der nochmal? Sunmi mit war was Kurzes auch, ich hab's vergessen. Mit G, Gashina. Genau. Mit Gashina, den haben wir auch gemacht, könnt ihr auch mal abchecken. Ich glaube, wenn aber Blackpink den gemacht hätte, wäre das trotzdem nochmal eine ganz andere Nummer geworden. Also der Künstler hat da auch nochmal seine eigene Note drin. Ich fand das auch echt sehr cool von Sunmi, muss man sagen. Fand ich auch voll gut. So, Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da und natürlich Glöckchen an für den Ehrenmann, That's Me. Und vergesst nicht, auch bei Dana mal vorbeizuschauen. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, so wie Instagram und so weiter, haben wir ja alles gerade schon gesagt. Das ist unten auch verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Genießt das Wochenende. Tschüss.